In diesem Video klären wir die Frage, ob du als Grafikdesigner einen PC oder doch lieber einen Mac-Computer haben solltest. Ich glaube, heute im Jahr 2021 ist das definitiv eine Glaubensfrage. Und wahrscheinlich wird es auch 22, 23, 24 und so weiter eine Glaubensfrage sein. Vor 10 Jahren oder sagen wir vor 15 hätte ich gesagt, um Gottes Willen, wenn du einen Windows-Computer hast, ja gut, hab ihn, ich hatte ihn auch. Und es war folgendermaßen. Ich hatte einen schönen neuen Windows-Computer und habe mich an meinem Photoshop-Programm gelabt, wie schön das Ganze lief und dass ich einfach meine Grafiken reinziehen und bearbeiten konnte oder meine Fotos oder wie auch immer. Und dann irgendwann, es dauerte so ein Jahr, vielleicht 1,5, fing mein Computer an, ja, hier gezickt, da gezickt. Okay, neu installieren. Alles wieder runter, alles wieder drauf, neu installiert, alles sauber gemacht. Ja, wir haben auch an vielen Stellen geschraubt und haben Einstellungen gemacht. Es gab ganze Hefte von Computerbild und Co., wo man durchgehen konnte, welche Einstellungen man am besten macht, damit der Computer noch ein bisschen Tacken schneller läuft. Also es gab unendlich viele kleine Stellschrauben, die man drehen konnte. Und ja, ich habe es fleißig gemacht. Ne? Und dann hat man auch so ein Quäntchen mehr rausgeholt oder auch nicht. Aber man hat es zumindest versucht. Und irgendwann, so nach 2 Jahren, ja, da war die Nummer durch. Ne? Also, dann reichte der RAM-Speicher nicht mehr, dann reichte die Grafikkarte nicht mehr. Ja, und dann hat man sich einen neuen Computer gekauft. 2010 bin ich auf das Stiefkind namens Mac umgezogen. Stiefkind, warum? Ja, weil mir erst die Bedienung unglaublich schwer fiel. Ne? Also von dem PC auf Mac umzusteigen, für jemanden, der noch nie einen Mac in den Finger hatte, war damals durchaus eine Herausforderung. Heute möchte ich ihn nicht mehr missen. Mittlerweile habe ich natürlich ein iPhone, ein iPad, mein Mac, dann mein MacBook Air. Du siehst, ich bin mittlerweile ein wahrer Mac-Jünger geworden und habe alle Geräte wirklich von Apple. Nicht, weil Apple das Nonplusultra und das Allertollste ist, aber mein Leben ist einfacher geworden damit. Ich mache den Computer an und er funktioniert. Ich starte Photoshop und auch auf meinem 6 Jahre alten iMac, den ich zu Hause stehen habe, funktioniert das Ganze immer noch. Ja? Also der hat nichts zu meckern, was den RAM betrifft und der hat auch nichts mehr zu meckern, was die Grafikleistung betrifft. Es läuft einfach. Super. Wogegen, ich weiß nicht, wie es heute beim Windows-Computer ist. Ich bin der Meinung, dass es immer noch besser ist, was der Mac an Speichermanagement bietet. Aber ich weiß nicht, ob das Ganze nicht sehr, sehr viel besser geworden ist, weil es aus der Cloud kommt. Auf jeden Fall ist das ein großer Grund, dass ich mir heute die Software, die ich haben möchte, von Adobe runterladen kann, sobald ich dort ein Abo habe. Und dann läuft das auf meinem Computer. Und so wird es beim Windows-Computer auch sein. Dennoch bin ich der Meinung, dass es auf dem Mac-Computer ja sehr viel schneller läuft, sehr viel flüssiger läuft und auch ohne große Probleme. Ne? Die Oberfläche sieht sowohl auf dem Mac als auch auf dem Windows-Computer komplett gleich aus. Von daher braucht man sich da auch keine Sorgen mehr machen. Klar, man muss noch zwischen Control und STRG unterscheiden, aber ansonsten sind wir auch da gleich. Ja, also es hat sich da eine Menge getan. Wie gesagt, früher hätte ich die Antwort ganz klar gelautet, Mac-Computer. Heute sage ich, es ist eine Glaubensfrage. Und die Computer sind ähnlich gut und die sind auch ähnlich leistungsfähig, wobei ich dabei bleibe, dass der Mac-Computer sehr viel länger durchhält als der Windows-Computer, was die Leistung angeht. Ne? Also mein Mac ist auch nach einigen Jahren noch nutzbar und hat nicht das Problem, dass ich dringend einen Computer austauschen muss. Wobei das beim Windows-Computer so ist, dass er ziemlich schnell veraltet ist. Ne? Wenn ich wirklich ein High-End-Gerät kaufe für eigentlich genauso viel wie ein Mac kostet, da kann ich davon ausgehen, dass der Computer mir nicht allzu lange die Power bietet, die er haben muss, um solche leistungsstarken Programme wie Photoshop oder InDesign oder Illustrator abzuspielen. Deswegen wäre meine ganz klare Empfehlung, steig auf den Mac um. Ja, also
Du kannst ja mal in den Kommentaren schreiben, wie du das siehst. Vielleicht liege ich komplett falsch damit. Dann würde ich gerne wissen, warum. Ich würde mich freuen, das zu erfahren. Ich hoffe, dass Windows sehr viel besser geworden ist als noch vor einigen Jahren, als ich noch einen Windows-Computer hatte und wirklich dauernd umsteigen musste auf ein neues Gerät, damit mein Photoshop wieder lief. Ja? Also das war so ein ganz wichtiges Kriterium. Ne? Photoshop musste flüssig laufen. Und dazu brauchte man eben viel RAM. Ja, das war schon mal ganz wichtig und viel Grafikleistung. Und das ist Gott sei Dank jetzt nicht mehr so. Es läuft einfach. Das ist schön. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, du hast das Video nützlich gefunden. Und wenn dem so ist, dann abonniere doch unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und klick auf den Like-Button. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.